Welcome, everybody. Welcome to the science workshop. We're so happy that you've joined us. It's great to see your faces already. I see some of you, some with some cool backgrounds. I think is that looks like a sports background for one of them or something. I don't know. But yeah, welcome. So this is a science workshop, and I'm Jason Tahuti or Jason the scientist. I am a science teacher. I create science workshops. I'm an educator in general. I do other forms of education. I write creative writing classes, and also science meets spirit is a favorite topic of mine. And we'll even introduce a little bit of that today, which is going to make it even more exciting. Also, I make music. I'm a musician. I perform. I make music and record. And I absolutely love teaching. I actually love science as well. And it took me a long time to realize that I love science and I really enjoy it. Even though I became, I studied it at university, should have been obvious. But hey, I realize how brilliant it is and I really love it. So I'm happy to share it with you today. And my colleague, Adora, I'd like to introduce, can you introduce yourself, please, Adora? We're Ähm, working together. ihr werdet, ich werde übersetzen für Jason. Deswegen sage ich jetzt ganz kurz mal, was er gesagt hat. Herzlich willkommen bei unserem Workshop heute, bei unserem Wissenschaftsworkshop. Das ist Jason, the scientist. Er er unterrichtet wissenschaftliche Bereiche wie Biologie, Chemie und so weiter. Und er liebt äh, die Wissenschaft und hat sie studiert und ist jetzt mehr und mehr bewusst geworden, dass Wissenschaft sein Leben ist. Und eines der Themen, die er sehr gern mag, ist Science meets Spirit. Das heißt, Wissenschaft trifft den Geist oder kommt zusammen mit dem Geist. Und wir werden dieses Thema auch mehr aufgreifen ähm, in diesem Workshop. Mein Name ist Adora Fuedo. Ich bin Begründerin der Schwarzen Frauen Community und African Cultural Foundation und werde mit Jason diesen Workshop gestalten. And would you like to tell them also your background? Because you're more than just a translator, you're all teaching. You teach at part of the lesson as well, and you're also studied and qualified very, very much to take part in what Okay, we're doing. ja, ja, natürlich, ich werde auch mit euch gemeinsam mit Jason den Unterricht gestalten und komme aus dem medizinischen Bereich und deswegen kann ich ein bisschen mehr über Medizin sprechen als allgemein über die Wissenschaft. So you have a great team together, Adora and myself. And we hope to have a lot of fun. So what we want to do is make sure that we set the way to communicate in the space. So as we introduced ourselves, we'd also like you to introduce yourselves. Um, and we will tell you what the topic of today is. But before we get into that, just to make it clear, which you're already doing, which is actually quite brilliant, when others are speaking, you just wait for a while. If you'd like to say something, you can preferably, there's two ways of doing it. There's a little hand somewhere here where you can actually click on the button and it puts up a hand so we know that someone wants to say something. Or I'd like, if possible, we mute ourselves when we're not speaking. And if you want to say something, you can unmute and ask, hey, can I say something? And we'll just say, okay, can you wait a second? Or please ask your question now, or can you say what you want to say? So we have to be mindful of who's around us so we know to work together in this space, especially because it's online. So it can get noisy if too many people are talking, or if there's family in the background making noise, someone in the kitchen cooking up on the pot, or playing music. It all comes through and we hear it. So it gets in, it can interfere. So we choose to mute when others are speaking. If we want to speak,
unmute, and then we speak. All Ja, right? also es ist, And yeah, just on, let me talk, please. forgive me, my dear. Ja, also es ist uns wichtig, dass wir diesen Workshop gut gestalten können. Und einige Regeln sind wirklich wichtig. Bleibt bitte auf Stumm, Mute, ja, wenn ihr nicht reden möchtet oder weil ganz schlicht und einfach der Hintergrund, den ihr habt, mit ins Geschehen kommt und es kann sehr laut werden. Ihr macht das eh alles super und richtig. Ihr seid alle gemutet. Wenn ihr etwas sagen möchtet, könnt ihr auf Reaktionen gehen und die Hand heben oder euch einfach unmuten und fragen, kann ich was fragen? Ja, oder kann ich was sagen? Und es ist uns auch wichtig, dass wir uns alle kennenlernen. Also wäre super, wenn ihr euch auch kurz vorstellt. Okay, brilliant. So, should I tell you? Let me tell you the topic or remind you what the name of this topic is. Today's workshop is all about the human life cycle, right? The human life cycle. Also das war, And oh, yeah, I don't know mhm. how we should do it. Should I always interrupt Please. you? No, you can please. It's absolutely fine if you feel like that's the time to take to say to catch what you please. Okay. It's fine. Also das Thema für heute ist der menschliche Lebenszyklus, ja, der menschliche Lebenszyklus. Und das ist ein wirklich interessantes und tolles Thema und wir freuen uns echt, das mit euch teilen zu können heute. Mhm. So now that we've given you the title, we would like you, and we've also introduced ourselves, we would like you to introduce yourselves. So basically, just say your name, how old you are, and you can also say what you think is going to take place in the class or what comes to your mind when we say the human life cycle. Maybe you can share that with them. Okay, wir würden euch jetzt gerne auch näher kennenlernen. Sagt uns bitte euren Namen, wie alt ihr seid und was stellt ihr euch vor, was passieren könnte, was wir jetzt besprechen könnten, wenn es um den menschlichen Lebenszyklus geht. Habt ihr da eine Vorstellung, eine Idee? Und wenn ihr keine Vorstellung habt, müsst ihr auch nicht sagen. Aber sagt uns, mutet euch und sagt uns euren Namen und Alter bitte. Möchten wir So, beginnen? yes, please. I think Blessings was going to start, weren't you? Okay, Blessing. Ich heiße Blessing, ich bin 11 Jahre alt. Super. Hast du eine Vorstellung von Human Life Cycle, von menschlichen Lebenszyklus? Nein, Kannst du dir da was vorstellen? nein, Okay, gut. Danke dir, Blessing. bitte. Thank you. Thank you, Blessing. Welcome. Who's next? So if you're in the workshop, just feel free to say your name, your age, and if you want to, you can also say anything that comes to mind about the human life cycle. What pops into your mind if you hear these words? Und etwas, was noch toll wäre, something that would be really nice, we would like to see all of you because then we have an idea who we're talking to and it's not like just goddess who has disappeared. Yes, hello, my dear, and favor. Would you like to introduce yourselves, please? Say your name, please. Let us know who you are. Ich heiße Adama und ich bin Welcome. 7. Oh, wonderful. Willkommen, Adama. Okay. And if you hear the word life cycle or human life cycle, does anything come to your mind? Wenn du den menschliche Lebenszyklus hörst, hast du da irgendeine Vorstellung? Fällt dir da was ein? Nein? Okay, kein Problem. Deswegen sind wir hier. Mm-hmm. Very much so. Who else is here? Hallo, Hello. Lauren.
Ich heiße Iosai und ich bin 9 Jahre alt. Welcome, welcome. Can you say your name once more, please? Iosai. Iosal. Okay, wonderful. That's the first time I've heard that name. It's wonderful. Very Thank nice you. name. Schöner Name. Yes, very nice. Very nice. Welcome. And I think we have somebody else with us. I think I see somebody under the name of Goodness. Willst du Would dich you kurz like to vorstellen? would you like to unmute? Hallo, ich bin Goodness. Okay, yeah. So you have probably maybe your phone and computer on, or so we can thankfully, I can mute you on my side if it does get noisy, but this is a good example of just for you to be mindful that if you hear the noise coming, you mute yourself because the noise in your room spills over. Hi, you can try again. Do you want to try? Yeah. Willst du es Hallo, nochmal ich bin probieren? Goodness. Ich bin 10 Jahre alt. Ah, super, jetzt haben wir dich gehört. Hast du gesagt 10 Jahre alt? Ja, Okay. Hast du eine Vorstellung, was der menschliche Lebenszyklus bedeuten könnte? nein. Nein? Okay. Danke dir. Interesting. Schön, dass du da bist. There's lots for us to share then. Brilliant. Yes. Okay, I think we can maybe Es ist start. noch eine übrig, Favor. Willst du noch was sagen? Ja, Sei nicht schüchtern. ich heiße Feva. Ich bin 6 Jahre alt. 6 Jahre alt. Sehr schön. Great. Absolutely great. So what we're going to do is we're going to do the exact same thing that we just did. I want you all to mute yourselves. We're going to start our presentation. We're going to start the workshop. And I'm going to show you a picture. And if anything comes to your mind, you're welcome to share. But there will be questions coming up. So feel free to chime in when we ask questions, unmute, and say anything that you would like to. Share your thoughts. Okay, wir beginnen jetzt mit dem Workshop über den menschlichen Lebenszyklus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne euch unmuten und Fragen stellen. Ja, da wir jetzt wissen, dass nicht so viel Wissen besteht, freuen wir uns, euch das alles zu vermitteln. Also wenn ihr Fragen habt, bitte unmuten und Fragen stellen, ja? Okay, so I believe you can see can you see this picture? Ja. Yes, yes, good. All right, so welcome to our workshop on the human life cycle. And you have a few pictures that are going on, and it's showing you something. I'm not going to talk about it. It's in front of you. We're going to get into it and we'll talk more. And when you see this picture, we follow it up with another one that's very similar. And actually, this picture is really nice because if you look closely in the middle of the picture, you can actually see Africa. I wonder if you all can notice and pull out Africa. If you can, I'm happy for anyone to let us know if they can see Africa there. Seht wer von euch, also wir haben jetzt unterschiedliche Fotos vom Human Life Cycle gesehen. Und dieses finden wir sehr schön, weil Afrika zu sehen ist. Sieht einer von euch Afrika? Könnt ihr es erkennen? Ihr könnt euch gerne unmuten. Okay, I'm going to show it to you. For those of you who haven't seen it, it's this space here, and you can see that it's in the shape of Africa.
All right. So around it, of course, I suppose this can represent the globe, the world. And around the world, we have people living in this world. And if you look, there's all of these little pictures all around. You can take a look at these pictures. Okay. Also um die And Welt it's seht ihr unterschiedliche Figuren und schaut euch die Figuren an. Vielleicht habt ihr dann auch mehr Vorstellung, was the Human Life Cycle sein könnte. so the question is, if anyone would like to, you're welcome to also now, like we asked you before when you introduced yourself, if anything comes to mind, what is the human life cycle? Was ist der Human Life Cycle? Was ist der menschliche Lebenszyklus, wenn ihr euch dieses Bild anschaut? Hat wer eine Idee? I see Florence trying. I can do it for you, Florence. Here, hold on. Okay. It's not working. I cannot actually directly unmute you. I can only ask you to unmute. So you have to figure out how to click that button if you want to speak with us, okay, Florence? Florence, you can see underneath, Florence, du kannst am unteren Rand von deinem Bildschirm, ja, von deinem, ich nehme an, kannst du das Mute-Zeichen sehen. Und wenn du da drauf drückst, unmutest du dich, ja. Dann oder kannst du sehen? Okay. All right. So we'll leave you to figure that one out, and we're gonna continue. So to introduce you to Sorry, Jason. Ja. Können Sie bitte nicht zeichnen jetzt, ja? Lasst das zeichnen. Wenn wir euch sagen, ihr könnt zeichnen, dürft ihr zeichnen, ja? Wer immer das jetzt drauf gezeichnet hat, bitte wegnehmen, ja? Weil das ist dann die ganze Zeit im Bild. all right. So Dankeschön. here we have the human life cycle or life cycles of humans. So I'm going to go back to this picture and just briefly say, if you notice in all of these different pictures, it's of course the development of human life and all of the different phases that human life goes through. Also auf all diesen Bildern könnt ihr sehen, die Entwicklung von menschlichem Leben und die Phasen, die der Mensch durchgeht in seinem Leben. And there are many phases, and we're going to talk about them. We've put them into some categories to talk about. Und das sind viele Phasen und wir haben sie in unterschiedliche Abschnitte geteilt, über die wir dann sprechen werden. So I'm going to share this worksheet. So give me 1 second. If you can see, there's a worksheet here, and I'm going to share this worksheet with you. So give me a second. I'm going to come off the presentation and share something else. So you should be able to see this worksheet here. Yeah. So brilliant. So what we have here is a worksheet on the human life cycle, and you're welcome to read with me, as in look at it whilst I say. I'm going to share some of the things that you can see on this sheet. So it says, like all living things, humans have a life cycle. Okay, and that's all living things actually have a life cycle. Not only humans, but humans, like all other living things, have a life cycle. That means we go through stages in life. And if we, in many countries that are very, well, what we call wealthy countries, the age of people that people live is longer. So in those sort of countries, it tends to be, say, between 60 to 90 years. And of course, some people can most definitely live longer than that. My grandmother, who is currently in London,
she's 93, right? And she still lives on her own and she gets a bit of support, but it's amazing that at 93 she's happily living on her own. She really enjoys it. Okay, Okay, my family try to look after her as much as possible. They'll take her somewhere, make her stay by them. But my gran is happily independent, so she's 93 and likes living on her own. okay, Um, yeah, also einleitend, der Human Life Cycle, jedes Lebewesen hat einen Lebenszyklus, den er durchläuft. Ähm, und es sind unterschiedliche Abschnitte im Leben, die, die wir eben betrachten werden. In den vielen wohlhabenden Ländern kann eine Person bis 60 bis 90 Jahre alt werden oder auch älter. Jason sagt, dass seine Großmutter 93 ist und noch sehr robust ist. Wenn ich jetzt sage, wie alt meine Urgroßmutter geworden ist, meine Urgroßmutter war über 110, 120, 115. Also man kann schon sehr, sehr alt werden. Dieses Stages werden wir mit euch kurz durchgehen. can I ask which country your grandmother was living in? Or great grandmother? Meine Great grandmother. Urgroßmutter hat in Nigeria gelebt und hat bis zum Schluss ihres Lebens ist sie selbst zum Markt gegangen. Die wurde sehr, sehr alt und ist an und für sich nur weitergegangen, weil sie gesagt hat, okay, es lebt niemand mehr, den ich kenne. Deswegen hat sie Okay, entschieden. Okay. brilliant. That's a fantastic age to live to. Absolutely fantastic. And yeah, we could probably tell lots of stories, but I think we'll start to go off track if Let's we move do. on. So the first phase of human life begins in the womb of the mother, and that is before birth, and we call that a fetus. Okay, there's a few different ways to spell it, but you can see the spelling here of fetus. And a fetus, of course, is a developing baby in the mother's womb that's not yet born. So the baby must develop in the mother's womb until it becomes fully developed in the sense it has all its internal organs, its hands, its arms, its eyes, its nose, its mouth, its legs, its feet, so and its head and heart, etc. So that all happens inside of the mother's womb before birth. Das erste Bild ist ein Fötus oder ein Fötus. Und dieser Fötus befindet sich im Mutterleib, im Leib der Mutter und wächst umgeben von Flüssigkeit und wird ernährt von der Mutter durch den Nabel und wächst heran zu einem größeren Fötus, das dann geboren werden kann. Es entwickelt Arme, Beine, Herz, Gehirn. Alle Körperteile entwickeln sich in diesem Zeitraum im Mutterleib. Thank you. So one interesting thing that we will briefly just bring to your attention is that the baby, of course, can't be fed food because the baby's in the womb. So how does the baby, pardon me, get its food whilst it's in the womb? The fetus gets its food directly from the mother through the umbilical cord, and that helps it to grow and develop inside of her. Also das Baby kann sich ja nicht selbst füttern im Mutterleib und erhält eben seine Ernährung, seine Nahrung über den Umbilical Cord, über den Nabel, über die Nabelschnur, und das Essen erhält es von der Mutter über die Nabelschnur, um sich eben zu entwickeln. And one last thing to say before we move on to the next phase is that this picture is not a normal picture that you take with a camera.
It's taken by a process called ultrasound. And that means sound waves go in and make a picture to give us a picture of what's inside of the mother's belly. Wenn ihr euch das Foto anschaut, das ist kein normales Foto, das man mit der Kamera machen kann, sondern das ist ein Foto, das man mit einem Ultraschallgerät macht. Das Ultraschallgerät schickt Schallwellen in den Leib der Mutter. Und wenn die Schallwelle auf etwas trifft mit unterschiedlicher Festigkeit, macht es ein entsprechendes Bild entlang der Festigkeit der Sache, die es trifft. Zum Beispiel, wenn du siehst hier das Kind, den Körper, siehst du, dass die Wirbelsäule zum Beispiel ganz ein dünner weißer Strich ist. Und das ist halt das Festeste. Das Festeste. Und dadurch ist es auch am hellsten. Ich wollte jetzt gar nicht so tief reingehen. So the next phase is after the fetus is born, then you have your baby. Generally speaking, it takes 9 months within the mother's womb to develop into a full developed baby before birth. And of course, it's kind of obvious to say, but babies have to be looked after, right? So that they get fed by their parents, they get clothed by their parents, and all of their organs don't work so well, so they don't see so well. Their sight improves over time. Of course, they can't speak words, so their language is something that they're learning from hearing their parents and others speak around them. And they're learning how to interact and what things are happening and how to communicate. So they communicate by crying and other ways. Okay. Die nächste Phase ist natürlich das Neugeborene, das ein Säugling ist. Säugling bedeutet saugen, kommt von ernähren durch die Mutterbrust, also es wird ernährt durch die Mutter. Die Geburt erfolgt nach mehr oder minder 9 Monaten, ja. Und diese Babys können natürlich, wenn sie geboren werden, nichts selber machen und sie lernen alles. Sie lernen langsam, sich zu bewegen, sich zu artikulieren, zu sprechen. Perfect. And then the next phase is being a child. So generally we can say a child may be between, say, 3 and 10 years old. That's a range that we tend to call children. And of course can be more and a bit older. We saw children are children, but for this presentation, we're putting in it at different stages. So the child phase, we say roughly up to, say, 10 years old, when the child is already walking and moving independently, has learned to feed himself independently. Now it learns to interact with others by going to nursery, playing with other children, or going to school, learning subjects, learning about the world, how things work, learning a bit of English or languages, math, science, whatever it may be. So they're in a process of learning and learning how to interact with others and developing in that young phase of development. Die nächste Phase ist zwischen 3 und 10 Jahre. Das ist die Phase des Kindsein, ja. Und in dieser Phase lernt das Kind, das zunächst ein Baby war, immer mehr Selbstständigkeit, füttert sich selbst, kann sich selbst kleiden, lernt mit anderen Kindern zu interagieren, also in Beziehung zu gehen und zunächst einmal im Kindergarten und dann in der Schule. Also diese Phase ist eine sehr starke Lernphase. And after the child, we have a phase called adolescence. So adolescents are, generally speaking, we can say over 10, but it's more so marked by a biological process called puberty, which creates a lot of changes that changes you from a child and brings you towards becoming an adult. And we're going to talk about those changes, but they include how your brain develops. They include your height increasing and many other changes as well. All right. You can see I'm a very beardy person, right? Adult males, for example,
will grow facial hair, right? Children do not tend to have facial hair, but they get facial hair starting. The earliest process begins puberty, which we'll explain more, but it creates changes physically and also emotionally. Die nächste Phase ist die Adoleszenz. Das ist die Zeit, in der eben zwischen 10 und 19 Jahre. Das Listen ist to what der they're teaching. Pubertät. It's okay like this. Dorothy, can you please mute Oh, yourself? sorry. I thought I've mute already. Sorry. Thank No you. problem. Zwischen 10 und 19 Jahre, das ist die Phase der Pubertät. Da geht der Körper durch irrsinnig vielen Wandel. Wir werden darauf noch näher eingehen. Auf jeden Fall ist es so, dass Kinder zum Beispiel, wie Jason gesagt hat, keinen Bart haben. Männliche Kinder wohl bemerkt, können in der Pubertät Bartwuchs haben. Und das ist wie ganz viele unterschiedliche Dinge, die eben mit der Adoleszenz entstehen. Okay, so moving forward after adolescence, it's a time where being adolescent means that you're becoming an adult. So the next phase is adulthood. And of course, adulthood can be broken up into different parts, but we're literally saying an adult being someone who's maybe 18 and older. Legally, we call these people adults. And generally at that stage, you can get a job, you can start working in society, which means you're independent. You're on your own, creating your own life, starting your own phase in life to find out what you want. Do you want to create a family? What type of career do you want? And what do you want to do in life? So you're an independent adult, right? In der nächsten Phase sprechen wir von Erwachsensein. Adulthood, das ist eine Phase, die mit 18, 19 Jahren beginnt. Und in dieser Phase entwickelt man sich an und für sich körperlich weniger, aber in was Unabhängigkeit angeht, viel mehr. Du beginnst deinen Job, du hast deine eigene Wohnung, kannst eine Familie gründen, achtest selbstständig auf deine Ernährung. Als Erwachsene bist du einfach selbstständig. Und kannst Babys kriegen, ja. Sorry. So the next phase is the elderly. And the elderly, we'd say maybe people who are retired, maybe don't have a regular 9 to 5 type of job. They've stopped that part of their life. Maybe they still do some work, but they're more free in the sense of they have more time for themselves. They have time to look after totally different things. By this point, hopefully, many elderly have children. Many elderly have grandchildren. But there's also a difference more than simply the fact that they're older, hence they have children and grandchildren. There's also other biological differences that take place. So that means maybe you might notice sometimes the changes in height. Yeah. Of course, you can see on people's faces that there's changes. So maybe more wrinkles appear. Maybe more gray hairs are appearing. You're getting older. The changes occur. And we're going to talk more about those changes. Die nächste Phase ist the elderly, das sind die Senioren. Das beginnt ab dem Alter von 67 rundherum. Und die meisten Senioren haben schon ihr Leben lang hart gearbeitet und sind dann schon in Pension und sind oft in der Lage, jetzt freier zu leben, müssen nicht mehr arbeiten, können ihren Lebensabschnitt, Lebensabschnitt so gestalten, wie sie gerne möchten. Viele dieser Senioren haben natürlich schon Kinder und oft auch schon Enkelkinder, um die sie sich sehr, sehr oft kümmern müssen. In meinem Fall war es so. Und ja, das ist die nächste Phase, auf die wir auch noch näher eingehen werden. So I'm going to stop sharing now, but just briefly, we have these stages.
fetus, baby, child, adolescent, adult, and elderly. So Du, Adama, kannst du dich muten, bitte? let's return back to the PowerPoint, and I'm going to ask you all a question. So, okay, that's a bit strange. It's from PowerPoint. Why is it not giving me the option to play my PowerPoint? Hier schon. Okay. I might open it again because for some reason it's No, it's not let. not. We're not seeing. No, it's not letting me play it as a slide. So you're seeing like the whole setup. Okay. So maybe I just have to close it and open it again. Let's close the whole thing. Aha. So it's not even let me close it. Wow. Let's try again. Why? It was working a second ago and now it doesn't. How annoying is that? Okay, so give me a second, people. We're just gonna figure out what's going on here because I want to go back to my presentation so that you can see it. And okay, so some reason it's not working. Let me just close it. If I can. Jason, I also have the presentation if you want. Yeah, maybe you can start to share it. The Then only thing is have I made a few of those tasks that things that you said. So give me 1 second. Let me try it now. Okay. Task manager, end task. Good. So it should be ended now. Yep, I've managed to get rid of it. I just have to open it again. So I want you all to be thinking about what you've seen, and you should have seen the human life cycle with the different stages that we talked about, but also the pictures that I showed you beforehand. So what I want you to do now is come back to that question that we asked before. And so not only what comes to mind, but also, okay, good. It's up and running again. We're back in business. It looks good. So But also we would like you to think about what you've seen and what you've heard. And when you saw this worksheet and we talked about the different phases in human life, I said I said fetus, baby, child, adolescent, adult, and elderly. My question to you, is there anything missing from this cycle of life? Is there anything that you can maybe tell me or add, or was there anything that you felt was missing? Or if you think about the pictures I showed at the beginning, is there anything missing from that worksheet? ihr habt jetzt die Fotos von Lebenszyklus am Anfang euch angeschaut. Wir sind jetzt durch durch den Lebenszyklus gegangen. Fällt euch etwas ein, was in der Beschreibung, die wir euch jetzt gegeben haben, über den Lebenszyklus, was da fehlt? Fällt euch irgendetwas ein, was wir noch hinzufügen können? Denkt kurz nach und lasst uns wissen. So Der Lebenszyklus, der Lebensablauf, den wir euch jetzt gezeigt haben, gibt es irgendetwas, was fehlt? I'm going to show the picture. Let's look at this picture. Is there anything missing when I look at this list that I gave you of fetus, baby, child, adolescent, adult, and elderly?
Wenn ihr, Is there anything missing? wenn ihr euch dieses Bild jetzt anschaut von Lebenszyklus, wenn von Anfang bis, was wir euch jetzt gezeigt haben, Fötus, Baby, Kind, Lesson. Adoleszenz, Erwachsensein und Senior. Fällt euch was ein, was fehlen könnte? Fällt euch irgendwas ein, was noch fehlt in diesem Lebenszyklus? So I'm whilst we leave that question open, I'm simply going to tell you. So when we look at these pictures, you see a complete cycle. They see a complete cycle. And this one is very interesting because you have an arrow going from a baby to a little toddler to a very young child, into an adolescent, an adult, and into an elderly. But there's no arrow going from elderly to child. There's no other arrows in this picture. So what could be missing in this space? Why is there no arrow? There shouldn't be an arrow. It doesn't make sense. We don't turn from elderly to, well, actually they do say, and I actually have the quote here for you, that, and I'm going to show it to you now. In this life, we are born once, we die once, but we become children twice. Also wir haben das jetzt schon vorweggenommen, was wir suchen in diesem Lebenszyklus, anhand dieses Poem von Dean Phelan. In diesem Leben werden wir einmal geboren, wir sterben einmal, aber wir werden zweimal Kinder. Also wisst ihr jetzt, was gefehlt hat? Mit diesem Gedicht? There's something in here that tells you what's missing. And if you think after elderly, what happens after the elderly phase? Was passiert nach dem Altwerden? Ja? We become children twice. That's true, but das ist der Gedanke von diesem Gedicht. Aber wenn du alt wirst, was passiert danach? Nach dem Altwerden? Sterben. Okay, Genau. There you go. Also wir werden einmal geboren, wir sterben einmal, aber wir werden zweimal Kinder. Jason, willst du erklären, was mit den zweimal Kindern? Okay, happily. So, of course, after a baby, we become children. So we're children, and we know what that style of child is like. But if you've noticed, the elderly, like the grandparents, they have so much fun with their grandchildren or young children. And as you get older, often what happens, there's a small phase during elderly that some things can often happen where our life becomes much more simple. Our way of thinking also might be simplified. Yeah, when you're an adult, you're thinking about so many things, the world, how to make it better, what I want to achieve. Can I be famous or make lots of money or have a big family or just travel the world, whatever you want to do. But as an elderly person, you're not thinking about doing all of these different things. You often become much simpler in your way of thinking. And the way that you look at things becomes simpler and more childlike again. So you don't worry so much about all the bills and all the things that need to be paid, because that's often taken care of by this age. And you return back to a very simple way of thinking, a simple way of doing things. Yeah. Also, was mit dem Gedicht gemeint ist, dass man zweimal Kind wird, ist das, wenn du als Kind bist du ein Kind, ja. Aber wenn du älter wirst, in die Pension gehst, ist es einfach so, dass du zurück wieder ein bisschen gehst in den kindlichen in den Kindheitsstatus. Das heißt, du musst dir nicht mehr unbedingt große Gedanken darüber machen, woher ich das Geld kriege, ich muss arbeiten, ich muss dies und jedes machen. Du kannst wieder ein bisschen zurück
steigen und entspannter dein Leben leben, weil du nicht mehr über all diese Dinge dir Gedanken machen musst. Deswegen mit ein Grund, warum man sagt, dass man als älterer Mensch wieder Kind sein kann, weil man freier ist und weniger, also normalerweise weniger Stress hat. And also, can I add to this as well? And you can share it with them. But also, when we're adults, we become very serious. We often become very serious at some point in our lives as adults, making sure everything's taken care of, everything that we need to do, and become very serious. But as we get older, a lot of older people are more relaxed. They laugh a lot. Not always, some are grumpy, but hey, that's part of the process too. But a lot of elderly are just much more relaxed. They've seen so much, they've been through so much that joy for life and that childlike approach to life returns. Also sehr viele Erwachsene sind sehr ernsthaft, immer sehr gestresst und denken an sehr viele Probleme. Wenn man älter wird, hoffen wir, ist auch sehr oft der Fall, ist man entspannter. Der muss nicht mehr über viele Probleme nachdenken und kann das Leben auch entspannter leben. All right, great. So we got into this and we found and we looked at the fact that the life cycle includes all the phases of life and more, right? That's the whole point that I wanted to get to, that there's more than just life and it does also include death. So you have one life to live as you in this body to make the most of the life that you have to live. That's very And nice. at some time it will end. Also wir haben ein Leben, ja, und in diesem einen Leben müssen wir das Beste daraus machen, weil dieses Leben enden wird, ja, und wir müssen schauen, dass wir in diesem Leben, das wir haben, das Beste machen. So let's go through these phases once more and add a little bit of detail. Wir gehen nochmal durch die Phasen und werden ein bisschen mehr ins Detail gehen. Understood. So beginning with fertilization, we have a short video for you to take a look at. Wir schauen uns jetzt ganz kurz ein Video an, beginnend mit der Befruchtung und der fetalen Phasen. We'll let it play a few times because it's a short video. So we'll share what the process is. So this is what's taking place inside of the mother's womb. Das passiert in der Gebärmutter der Mutter. So let's look at the beginning. That's when the baby is ready to be born, but it starts off as a single cell. So this is now currently a single. Oh, sorry. Let's just start it again. You have to remove the, yeah. Okay. So as you're looking at the different stages of development, we're still seeing the presentation. Sorry, forgive me. So yeah. I have my links and I'm clicking through my links and seeing what I want to see, but I'm not bringing you up to speed with it. Let's go to there and see. Okay. Okay. I will share my screen again. So can you see it now? Yeah. Okay, brilliant. So this is a fetus that's fully developed. That's a baby now, soon ready to be born to become a baby that's in the world. This is a baby at the end phase within the mother's womb. Das ist ein Baby, das bereit ist, geboren zu werden. Am Ende der Phase der 9 Monate bereit, geboren zu werden. So let's see how it begins. So, that was actually, we're going to see it a few times. That was really fast. Yeah, that was quick. So we're going to see this a few times, but this is a mother's egg
that has just been what we call fertilized, meaning that the father's sperm meets the mother's egg. Das ist die Eizelle, die der Mutter, die vom Spermium des Vaters gerade befruchtet wurde. So this is the first cell, and it's just about to divide into two cells. Das ist die Eizelle, die sich gerade in zwei Zellen spalten. Divided, yeah. Also, And this is now going to become 4. zwei, So 4. 1 becomes 2, 2 becomes 4, then 4 divided into 8. 1 wird 2, 2 wird 4 und 4 in 8. Also es teilt sich immer in das Doppelte. And now we have lots and lots of cells. Also das sind jetzt ganz viele Zellen, die sich gebildet haben. And then it begins to take shape. Und jetzt beginnt der Fötus Gestalt anzunehmen. And the different parts of the fetus become apparent. So you can see the heart beating. Also You can, yeah. die unterschiedlichen Teile des Fötus werden sichtbar. Man sieht das Herz, das jetzt schon bereits schlägt. And then you also see an upper part and a lower part. Einen oberen Teil und einen unteren Teil. And that becomes the head and what will and what will become the feet. Das wird dann der Kopf und die Füße. And you now see that the feet appear, the arms appear, and the head is there, and you can see a clear body. Also man kann schon klar den Körper sehen, den Kopf, die Füße, die Hände. But you can also notice that the arms are really small and the legs are really short. Ja, man sieht aber auch trotzdem, dass die Arme und Beine sehr, sehr klein sind. In fact, the head is the largest part at the moment. Der Kopf ist der größte Teil im Moment. And then the arms and the legs grow longer. Und die Arme und Beine fangen an zu wachsen. So let's look at this process once more. If you notice, do you see this small little thing coming in? This small little thing is from the father. It's a father sex cell called sperm meeting the mother's egg. So das kleine Ding, das man da sieht, ist das Spermium des Vaters, das die Eizelle der Mutter trifft. And that process, as soon as the father meets the mother's cell, is what we call fertilization. Dieser Prozess, wenn die beiden, also das Spermium, das die Eizelle trifft, wird als Fertilisation bezeichnet, als Befruchtung. Now the cells divide. Die Zellen teilen sich. Now I've got a really interesting question to ask. And this is not, you don't even need to give an answer, but you're welcome to share an idea if something comes to mind. But when cells divide, that one cell becomes 2, and they're identical, meaning they're exactly the same. You can maybe just say that, Okay. and then I'll ask. Okay. Wenn sich zwei Zellen teilen, ja, eine Zelle wird 2 Zellen, sie sind identisch, sie sind gleich, ja. So my question is, how in the world do these cells that divide into the same type of cells, at some point, they form very particular cells that are specific? They become heart cells, they become brain cells, they become eye cells, hands, feet. Those are different. But it started off dividing as exactly the same cell. But at some point, they changed. And so Okay. the big question, in science is, how does this happen and why? And it's still an unanswered question, but yeah. Also die Frage ist, wie sich Zellen, die zunächst einmal gleich waren, individuelle, unterschiedliche Zellen bilden. Zellen, die Herz, Beine, Arme,
Organe werden. Wie können sich die Zellen von dieser einen homogenen, einseitigen Zelle zu unterschiedlichen Zellen bilden? Is this a question to them? If anything comes to mind, they can say. But what the point I would like to say is, it's a really amazing thing to think about. That cells are supposed to be the same, or they start off being the same, and at some point they become specific. And that's just the point I'd like them to get. Es ist sehr, sehr faszinierend zu sehen, dass Zellen sich zunächst einmal gleich bleiben und sich dann verändern können, differenzieren können, etwas anderes werden können. Das ist irrsinnig faszinierend zu sehen in der Natur, genauso wie bei uns Menschen. Okay, so last time to see it, it divides, it becomes a mass, a ball, and that ball begins to separate into different parts, and those different parts become the fetus, growing into heart, body, and thank you, heart, body, and head, legs, limbs, etc. Okay. Should I move forward or? Yeah, we can continue. Yeah. All right. So let's go back to the presentation. Wow, very odd. Every time that I come off it, it seems like I have to reboot it again. shut it down, and even and then, but I will do that because it doesn't take too long. I'll do that. Okay, it's gone. Now I get it again. So whilst we're looking at those things, just think about what you've learned so far. One cell starts off from the mother and the father together to form one cell, and that one cell divides into many that are exactly the same. Also während wir and at some point it changes. Während wir jetzt weitergehen, überlegt das, was ihr gerade gesehen habt. Die Zelle des Vaters trifft die Zelle der Mutter und eine Zelle bildet sich in ganz viele gleiche Zellen, die dann in weiterer Folge zu unterschiedlichen Zellen werden. Merkt euch das und denkt vielleicht ein bisschen drüber nach. Okay, next stage of development is the baby stage. Die nächste Phase ist die Säuglingsphase. And actually, let's take a look at the baby phase. So the baby goes through many stages of development. Das Baby hat ganz viele unterschiedliche Entwicklungsphasen, die es durchläuft. And we've put them into a few different categories here, starting with 3 months old, where the baby doesn't walk yet, lies on their stomach, but it can lift its head up. Also bis zu 3 Monaten kann das Baby kann noch nicht gehen, liegt in erster Linie auf dem Bauch, kann aber den Kopf heben. Then the baby gets strength in its muscles to start turning around. And then at some point it even sits up. It becomes strong enough to be able to sit up on its own and not just fall back down. Okay, das als nächstes bis zum 6. Monat gewinnt das Baby Kraft in den Muskeln, um sich auch selbst umdrehen zu können und sich auch aufsetzen zu können, ohne wieder hinzufallen. And after that, roughly around 9 months old, there's a lot more things that happen. So the baby starts playing with things, right? Pulling things, playing with things much more clearly. Sits up and moves back from sitting to rolling around.
and moves a lot more. So they pull themselves and they creep on their body, pushing themselves with their legs and their arms and moving, even to the point when afterwards they can start to actually stand on their own, and then they start to walk at some point. So all of these are different phases where they learn to develop their muscles so they can sit up, hold their head up, stand up, grab, reach, pull. All of these forms of development are taking place Also, until they can stand and walk. also all diese Phasen, die das Baby durchläuft, setzen sich halt fort. Die Muskulatur bildet sich stärker aus. Dadurch kann das Baby einerseits den Kopf heben, kann aufrecht, kann länger sitzen, kann beginnen, sich zu rollen, hinzulegen, aufzustehen, aufzusetzen, bis es dann beginnt zu gehen. Es kann Sachen angreifen, spielt mehr mit den Spielsachen, kann Fingerfertigkeit entwickeln und so weiter, bis es eben dann wirklich dann gehen kann und laufen kann. And it's the same with learning to speak. So they learn slowly a word or two. They start repeating a few words, often calling out mummy and daddy, say mama or papa or whatever that may be. And then slowly they start to say more. They tell you, I want food, I'm hungry. You know, whatever their favorite things are, they're going to start asking for it. And so they start to communicate and they develop that. And lastly, yeah, go on. The phases, just to say that the phases of these written here, they can change. So some children are walking much earlier and so on. Sie beginnen, genauso wie sie körperlich sich verändern, können sie auch sich mehr ausdrücken, sich bemerkbar machen. Das heißt, zu Beginn haben sie nur schreien können, wenn sie was gestört hat oder wenn sie was gewollt haben. Aber sie lernen mit der Zeit auch zu sprechen, beginnend mit ein paar Wörtern, Mama, Papa, Essen, whatever. Und dann können sie sich halt mehr ausdrücken und können auch mehr Sätze sagen, um einfach auch ihre Bedürfnisse besser ausdrücken zu können. Natürlich sind diese Phasen, die wir hier eingeteilt sehen, nicht immer korrekt. Es kann sein, dass das Kind schon früher beginnt zu laufen oder später beginnt zu laufen. Meine Älteste ist mit 8 Monaten schon gelaufen, also relativ früh. Und das ist halt bei den Kindern immer ganz unterschiedlich. So going back to the next phase, we have child development starting next. And children as literally at the age that you are right now. So you can kind of think about what you've been learning, and you're actually starting to move some of you into that phase of puberty. So you're moving out of the child phase for some of you. But ultimately, you're learning how to play with your friends at school. You're learning how to learn, right? So what do I do at school? How do I get better at what I'm being taught? How do I play in a way that makes us happy and I don't harm people, or I find my groups of friends that I can have fun with? These sorts of things you're learning. Also die nächste Phase ist eigentlich die Kindheitsphase, in der ihr noch alle sehr stark steckt. Denkt drüber nach, was ihr alles lernen müsst in eurem täglichen Leben. Ihr lernt in der Schule, wie lerne ich am besten? Ihr lernt auch Social Skills, also soziales Verhalten, mit anderen Kindern umzugehen. Wie kann ich mit anderen Kindern umgehen, um sie nicht zu verletzen? Man lernt auch mehr Sensibilität als Kind. And there's one interesting thing that also, when you're very young, you're learning, but you're also absorbing a lot of information. And the way that your brain works during that time, something that's called brain waves, is very much like when you're in a very deep sleep. So for adults, we have many phases of brain waves that we're living in, but as very young children, you're more in
the phases of brainwave development that you just absorb all that's around you. So you're absorbing information, absorbing pictures, signs, symbols, things that you're seeing. You're not necessarily criticizing it and thinking, what does it mean and why is this like that? And you're not thinking too much like that. You're more trying to just understand what's around you and see it, as opposed to getting into how it works and why, you're not being critical in that sense. Okay, neben der Tatsache, dass man eben als Kind sehr viel lernt und sich sehr viel entwickelt, ist man auch sehr in einer, die Gehirnwellen eines Kindes sind in einer Phase sehr, sehr stark, und zwar in der aufnehmenden Phase. Du nimmst auf, du beobachtest, du lernst, du siehst Sachen, du bewertest sie noch nicht wirklich oder nicht immer. Du erkennst gewisse Sachen noch nicht ganz klar, aber du nimmst alles auf. Du lernst, du siehst Bilder und Situationen, du lernst sie kennen in dieser Phase. Was that a question? No? Okay. Deswegen hast du was gefragt? Nein, okay. Sie hat sich gerade gemutet. Next phase, adolescence. And what exactly is an adolescent is, forgive me, sorry. And next phase, which is an adolescent, is you moving forward from being a child. Sorry, I need to take a sip. Moving away from being a child and moving towards being an adult. And for that to happen, there's lots of processes that take place in the body that make you change. Also die nächste Phase ist die Adoleszenz. Du bewegst dich von Kindsein zu Erwachsenenwerden, Adolent, ja, Adult. Und in dieser Phase passieren ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die wir uns jetzt noch anschauen werden. And the beginning of this process is called puberty. Der Anfang dieses Prozesses ist die Pubertät. And inside of your body, lots of chemicals start to produce that will start to make you change physically and emotionally and mentally. Also es werden in deinem Körper bilden sich ganz viele unterschiedliche Hormone, Chemikalien, Hormone, die dazu führen, dass du dich körperlich, innerlich und äußerlich veränderst. So, so it says here, puberty is the time in life when a boy or girl become sexually mature, meaning that they start to develop more from simply being girls towards being women, instead of being boys towards being men. And it's a process that occurs from often roughly the age of 10 to 14 in girls and 12 to 16 in boys. Also Boys start their period of development a little bit later. Okay, die Pubertät ist die Phase, die bei Buben und Mädchen gesehen wird, die Phase, in der sie eine sexuelle Entwicklung durchmachen, die eben dazu führt, dass Mädchen zu Frauen werden und Burschen zu Männern werden. Und diese Phase kann unterschiedlich beginnen, bei Mädchen meist früher, im Alter zwischen 10 und 14 und bei Burschen etwas später im Alter zwischen 12 und 16. Okay, so the question is now, what makes these differences? We're going to look a little bit into that. Was macht die Unterschiede? Wir schauen uns das bei den Mädchen genauso wie bei den Burschen an. So some of the changes that occur can make you grow, make you get taller. So right now we're looking at girls. They have a height spurt, so they grow and get taller. They get moody, happy to sad, argumentative to not, might start arguing with their family more, challenging their parents, who knows. Might get spots, pimples, acne. Their breasts develop, they get hair growth, right? And also their period begins.
Also bei den Mädchen ist sieht die Pubertät grundsätzlich so aus, dass sie einerseits irrsinnig schnell einen schnellen Wachstumsschübe haben. Sie können natürlich auch Stimmungsschwankungen haben, sei es jetzt, dass sie von glücklich zu traurig werden oder auch wütend werden können. Diese Stimmungsschwankungen sind normal. Sie können Wimmern entwickeln, die Brüste können wachsen, Haarwachstum in den Armen und die Regel beginnt in dieser Phase. And for boys, it's similar. They have hair growth, height spurts, but also their voice changes. And similarly, their genitals grow. They get mood swings as well, and also their chest grows. Bei Burschen ist es ähnlich. Sie haben ebenfalls Haarwachstum, Größenwachstum und ihre Stimme verändert sich. Aber dazu möchte ich auch sagen, auch bei Mädchen verändert sich die Stimme, jedoch nicht so stark wie bei Burschen. Ja? Ihre äußeren Genitalien wachsen, sie haben ebenfalls Stimmungsschwankungen und Brust entwickelt sich ebenfalls. Let me just ask them to mute. Adama, can you please mute yourself? Adama, kannst du dich bitte stumm stellen? Hast du es nicht gefunden? I'm sending you all a request, so maybe you just get to push a button. Might make it easier. And I can mute some of you. Ah, sehr gut gemacht. Super, gut. Okay, well done. Now, so as we're moving into how these changes take place and what goes on, we also want to introduce you to what the reproductive organs, because they play a role in puberty. Okay. Hold. Die Frage. You still have to ask the question. Yes, and so then the question is, do any of you know where your reproductive organs are? Okay, was sehr, sehr wichtig ist für die Pubertät, ist auch die Entwicklung der reproduktiven Organe von Mädchen und Jungs. Die Frage ist, wisst ihr, wo eure reproduktiven Organe sind? Habt ihr eine Ahnung, wo eure reproduktiven Organe sind? Wo sind die weiblichen Geschlechtsorgane bei euch? Habt ihr eine Idee? Könnt euch gerne unmuten, wenn ihr eine Idee habt. And if you aren't sure what we're asking, you can also unmute and ask. Ask a question if you're not sure of something. Any people that think, what might be your reproductive organs? Where might they be? What are we talking about? Do you know what we mean by reproductive organs? Okay. Given that there's no answers, we're happy to tell you. That's why we're here. So, Dorothy wants to say something. please, Dorothy. Not No, me. it's I just help Elora out. I help Elora out to do something there. Okay, Okay. Laura. I don't want to ask any questions. Okay. You didn't want to But say anything? Wolltest du No. was sagen, Laura? Nein, das war unabsichtlich. Oh, But okay. do you have any idea what might be your reproductive organs? Do you have any idea what that might be? Hast du eine Idee, wo deine reproduktiven Organe sein könnten? Nein. Nein? Okay. Okay. Dann So musst we du shall dich wieder show you. muten, bitte. We shall show you. So in women, the reproductive organs, and when we say reproductive organs, we mean what helps you to reproduce, i.e. to continue human life, to continue your genes, which means to make babies. Also So was wir meinen mit reproduktiven Organen
sind die Organe, die dazu führen, dass ihr Kinder kriegen könnt, dass ihr euch weiter reproduzieren könnt. Ja? Reproduktive Organe sind Organe, mit denen man sich reproduzieren kann. Ja? Da gibt es zunächst einmal bei euch Mädchen, wenn ihr euch das Bild anschaut von dieser Frau, die reproduktiven Organe sind im Unterbauchbereich. Ja, im Unterbauchbereich. Wenn ihr dorthin fasst, Unterbauchbereich, da sind eure reproduktiven Organe. Ja, that's where your reproductive organs are. Right. Wenn ihr euch das ist die Zusammensetzung der reproduktiven Organe. Die bestehen aus Eierstock, Ovaries, die Fimbre, das sind die Zellen, die über den Eierstock sich bewegen können. Die sind nicht fixiert irgendwie, die sind in der Lage, sich zu bewegen, ja, und setzt sich in die Fallopian Tubes oder Uterine Tubes fort, also das ist der Eileiter, ja, und weiter in den Uterus, die Gebärmutter, you've gone too far, und die Gebärmutter setzt sich aus dem Gebärmutterdach zusammen, aus Gebärmutterkörper und dem Hals. Außerdem findet man, das Endometrium ist die Schleimhaut und das Myometrium ist die Muskulatur der Gebärmutter. Irrsinnig wichtig, um einerseits ein Kind aufnehmen, also ein Baby aufnehmen zu können und es auch halten zu können in der Gebärmutter drinnen. Und das setzt sich, der Gebärmutterhals setzt sich fort in die Vagina, die zu den äußeren Geschlechtsorganen führt. In English, you have the ovaries that move into the But I mean, I think it's fine that you've told them. I don't really. It's not the full. I don't want to stand it too in terms of focusing too long. But I'm happy you've told them because you went through both in English as you were doing it as well. Okay. You gave the names and a lot of them in English. Okay. Do you want to share a bit about that? Yes. Etwas, was für euch sehr, sehr wichtig sein wird oder vielleicht auch schon ist die Periode. Something that will be very important for you or already is your period. Diese Periode, ich habe als Kind nie erklärt bekommen, warum ich blute. Mir wurde nur erklärt, dass ich jetzt in der Lage bin, Kinder zu kriegen. Ja, aber die Erklärung, warum ich blute, hat es nie gegeben. Deswegen würde ich euch gern erklären, wie das abläuft. I've never got the explanation why I'm bleeding. I was only told that I can get children now, and I would like you to learn a little bit about why you bleed. Ja, also es gibt zwei unterschiedliche Phasen, the follicular phase and the luteal phase, also die follikulare Phase und die luteale Phase. Ja, und die follikulare Phase beginnt mit dem ersten Tag der Periode und endet mit dem Eisprung. Ja, die follikuläre Phase beginnt mit dem ersten Tag der Regel und endet mit dem Eisprung. Man sieht, dass die Regel dazu dient, um aufgebaute Schleimhaut, die sich aufgebaut hat, um eben ein Kind kriegen zu können, abzubauen. Einerseits abzubauen und wegzuführen. Dafür habt ihr eure Regel, um diese Schleimhaut, die sich aufgebaut hat, abzubauen und wegzuführen, aus eurem Körper zu entfernen. Während das passiert, gibt es das Follicle Stimulating Hormone, das ist das follikelstimulierende Hormon, das gleichzeitig, während das passiert, von Gehirn ausgeschickt wird, um eben die Follikel in den Eierstöcken, die ich euch schon gezeigt habe,
die dort gebildet werden, um die Follikel in den Eierstöcken, die dort gebildet werden, auszubilden. Es bilden sich mehrere Follikel aus, aber es reift nur ein einziger Follikel zu einer Eize heran. Ja? Und dieser eine Follikel, der heranreift, produziert Hormone, die dazu führen, dass die Schleimhaut, die weibliche Schleimhaut, dick gemacht wird, um sich vorzubereiten für das Baby, das vielleicht kommen könnte. Das vielleicht oder die Eizelle, die vielleicht kommen könnte. In dieser Phase springt dann der Follikel auf und schmeißt die Eizelle raus. Das ist der Eisprung. Ja? Und das ist das Ende der Follikelphase. Und wenn jetzt der Eisprung passiert ist, meistens entspringt nur ein Ei, ja, wird dieses Ei dann von diesen Händen, das schaut aus wie Hände, von den Fimbre aufgenommen in den Eileiter. It will be taken into the fallopian tube. Und die Eizelle, die entsprungen ist, wandert dann in den Eileiter und bleibt dort und wartet darauf, befruchtet zu werden von einem Spermium. It moves into ich habe jetzt leider nicht Englisch gesprochen, it moves into the fallopian tube and waits for a sperm to fertilize it. Ja? Wenn jetzt und währenddessen das wird als luteale Phase bezeichnet, ja. In dieser lutealen Phase schickt das Gehirn wieder andere Hormone, das luteale Hormon, um eben den Follikel, aus dem das Ei gesprungen ist, zu einem Gelbkörper zu machen. Ihr seht, dass das gelb geworden ist und wird auch als Corpus luteum bezeichnet, ja. Und dieser Gelbkörper produziert weitere Hormone, um eben die Schleimhaut der Gebärmutter noch dicker zu machen, vorbereitend auf die Eizelle, die sich dort einsetzen wird. Wenn sich jetzt diese Eizelle nicht einsetzt, ja, dann bleibt diese Eizelle, also wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, bleibt sie im Eileiter, baut sich selber ab und es beginnt wieder die Blutung, die Phase der Periode, in der eben die Schleimhaut wieder abgebaut wird und mit dem Blut aus dem Körper transportiert wird. Das ist jetzt ganz grob euer weiblicher Zyklus, eure Periode. Und dieser Zyklus dauert 28 Tage im Schnitt. Wenn ihr jetzt gestresst seid, also das Bluten dauert 4 bis 8 Tage und die anderen Phasen insgesamt zusammen 28 Tage. Ja? Und es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum diese 28 Tage nicht eingehalten werden können. Ja? Wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass im Zeitraum des Eisprungs, wo dieser Follikel aufspringt, in diesem Zeitraum kann es sein, dass man Schmerzen hat, dass ihr Schmerzen habt. Das können unterschiedlich hohe, starke Schmerzen sein. Auch in der Phase kann es sein, dass man bis zur Phase der Blutung, der Periode, erhöhte Temperatur hat. Das sind alles Sachen, die passieren können, während man die Periode, den Zyklus hat. Ich glaube, das war genug für jetzt. I think that was enough for now. Thank you. No, it was a very full a very full sharing, which is important to be aware of, and so. Und falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gern stellen, ja. If you have questions, please ask. Okay, sorry. So Leute, bitte hört auf zu zeichnen. Dankeschön. So the same way that we have the female reproductive organs, we also have the male reproductive organs.
And I'm very briefly also going to just share what parts they are. So there's the testicles of the male, and we have a particular tube which allows for the sperm to move through, which then would exit out through the penis. And these parts, including the tubing, all together make up the male reproductive organ. Wir haben Mhm. Wir haben natürlich genauso wie es weibliche reproduktive Organe gibt, gibt es auch männliche Sexualorgane. Da gibt es den Hoden, in dem eben in der Epiphyse das Spermum gebildet wird und das wird dann über den Leiter in den Penis hineingeleitet und dadurch gelangt eben das Spermum zur Eizelle. And if you notice, there's actually a lot of similarities between the female and the male system. So there's two of these kind of like openings or egg-like spaces with tubings to an exit. They're both similar in that way. Also es gibt sehr an und für sich sehr Ähnlichkeiten zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen. Es gibt eben auch beim Mann zwei Hoden, die genauso wie bei den Eierstöcken, zwei Eierstöcken bei der Frau, die eben auch eine Leitung haben zum Ausgang, genauso wie bei der Frau, zum Uterus als Ausgang. And the reason why we're telling you this is partly because during the phase of puberty, the testes in the male and the ovaries in the female start to produce a lot of important chemicals that start to make you transition from a boy to a man or a girl to a woman. Der Grund, warum wir darauf eingehen, auf die Sexualorgane, ist, weil eben der Hoden beim Mann und die Eierstöcke bei der Frau oder beim Mädchen, beim Jungen und beim Mädchen, ganz viele Hormone beginnen zu produzieren. Und diese Hormone sind ganz wichtig für die Entwicklung in der Pubertät. Mm-hmm. And so moving forward, there's these things that are called hormones. So in the female ovaries and in the male testes, there's particular hormones called estrogen and testosterone. Also es gibt, wie schon erwähnt, Hormone, die sind extrem wichtig eben für die Entwicklung in der Pubertät. Und in den männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen werden eben Hormone gebildet. Bei den Mädchen ist es das Östrogen und Progesteron as well. Und bei den Burschen ist es das Testosteron. Mm-hmm. So in males and females, you have both estrogen and testosterone in both of them. And Continue, sorry. And in males, they produce more testosterone than estrogen in the testes. And for women, it's through the ovaries, they produce more estrogen than testosterone. But they both have both of these hormones in particular. Also man sieht auch bei Männern, bei Burschen und bei Mädchen, Männer und Frauen produzieren sowohl Östrogen als auch Testosteron. Bei Burschen produzieren aber mehr Testosteron und weniger Östrogen, während Mädchen mehr Östrogen produzieren und weniger Testosteron. And these are two important hormones, but there are many hormones, and Adora actually mentioned one of them for women and for females. Progesterone is very important, especially for the cycle that was just described for the women. Ja, also wir haben jetzt die zwei Hormone beschrieben, aber ganz, ganz wichtig ist, dass der Mensch ganz, ganz viele Hormone produziert für unterschiedliche Sachen, die im Körper ablaufen und eben auch
für den Zyklus, die Periode, den weiblichen Zyklus, den ich beschrieben habe, ist Östrogen und Progesteron sehr, sehr wichtig. So we have some that regulate your growth, some that regulate your sleep cycles, some hormones regulate your sugar levels. Some hormones help to protect you from things that are running through your body that aren't good for you. So there's many different hormones for many different reasons. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Hormone für unterschiedliche ähm, äh, Funktionen in unseren Körpern. Es gibt zum Beispiel Hormone für den Wachstum, Growth Hormones, für den Wachstum. Dann gibt es Hormone, die euren Schlaf regulieren. Dann gibt es Hormone, die euren Zuckerspiegel im Körper regulieren. Und für unterschiedliche Aktivitäten im Körper gibt es unterschiedliche Hormone. And the last thing to say is that all of your hormones are produced as part of what are called the endocrine system, and they're produced by different glands, which are the places that produce these chemicals in your body. Also alle eure Hormone sind Teile des endokrinen Systems, das heißt so endokrines System, und werden in unterschiedlichen Drüsen produziert. Super. All right, so let's move forward from puberty to those changes that make you more adult-like into what we call adolescence, which are really that phase, as we said, where you're becoming adult-like. So you start to act more like an adult, thinking about your social life. How do you interact with people, and what place in society do you want to have? What kind of things interest you, and so on, growing into adulthood. Ja, also von der Pubertät kommen wir in die Adoleszenz, ist auch Teil der Pubertät. Da setzt sich die Pubertät fort und ihr lernt einfach unabhängiger zu sein, sozial mit mehreren Freundschaften zu bilden und aufrechtzuerhalten. Also Adoleszenz ist die Zeit, in der man eben erwachsen wird. And so between the ages of 10 to 25, this whole long process from puberty to adulthood, and it's kind of uncertain when it really ends. You could say 18, you could say 21, you could say 25, and it's different for everybody. Also die Adoleszenz, das Erwachsenwerden, reicht von 10 bis 25. Entschuldigung, das ist eine Zeit, Ja. in der sich wahnsinnig viel verändert. Aber es ist eine Periode, die genauso wie wie die Regel oder die Periodenzyklen bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Du kannst mit 18 erwachsen sein oder auch mit 16 oder erst mit 25 oder auch älter. Also das ist unterschiedlich bei jeder Person. And then we move forward into adult life, which you already know what adults do. You look at your parents and see what they're doing. You look at your teachers, you see what they're doing. You look around you at all the people that you interact with at the shops, by the doctor surgery, everywhere around you in society. You see what adults are doing. You see adults acting in society, and building their families or not, chasing careers or traveling or whatever it is that they're doing. They're just living as adults, grown, developed, and just living as adults. Also das Erwachsenenleben, das seht ihr alle um euch herum. Eure Eltern sind erwachsen. Was machen eure Eltern? Wie leben sie ihr Leben? Ihr seht im Supermarkt Erwachsene, auf den Straßen Erwachsene. Eure Ärzte sind Erwachsene. Also alle haben ihre eigenen Karrieren, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Ausbildungen, haben Familie oder auch nicht, reisen, bewegen sich in der Welt. Als Erwachsene bist du sehr, sehr frei, selbstständig, sagen wir so besser. Yeah. And after adulthood, you are in the elderly phase, which happens generally from, we could say, retirement. And a lot of changes happen, especially physically, but also mentally and even emotionally.
So again, this is kind of like becoming twice again, where you see mood swings might happen and you see changes in physical development happen again. So height may often decrease, bone density may also often decrease, and the body mass changes. So your body mass may fluctuate, it may decrease, may increase. Also die nächste Phase ist, wie wir schon besprochen haben, die Seniorenphase, in der, wie wir auch schon gesagt haben, Veränderungen wieder entstehen, genauso wie bei der Kindheitsphase. Es gibt wieder Veränderungen, es kann Abnahme von Größe, Knochendichte kann sich verändern und auch die Körpermasse kann sich verändern, abnehmen oder zunehmen. Ja, in der Seniorenphase ist wieder die Phase von Veränderung und vielleicht auch eine Phase, in der das Leben auch wieder einfacher wird, weil man eben schon in Pension ist und nicht mehr arbeiten muss. And so I think because the times it's 11:40, do we say we still take a short break and return at 11:45, or should we just forward ourselves and then end it possibly earlier? Maybe we should ask them, or how do you feel, Adora? What do you think? Let's ask them. Wie geht's euch? Es ist jetzt schon 11:40 Uhr. Möchtet ihr eine kurze Pause machen? Oder möchtet ihr weitermachen und wir enden einfach ein bisschen früher? Eine kurze Pause. Nein, eine kurze Pause. Okay. Okay. Dann machen wir eine kurze Pause bis. Jason? I think honestly 3 minutes will be good. So come back at 11:45. I know that's short, but Es ist wirklich eine ganz kurze Pause. 3 Minuten. Kommt um 11:45 Uhr wieder zurück. Ja? Geht's kurz aufs Klo und trinkt was, esst was. Get your water or your tea, and then we see you in a minute. Go to the toilet, and we see you in 3 minutes or so. Okay. 3 minutes break. All right. Okay then. Okay. Okay. Hello, Adora. Hi. Hello. I checked my calendar already. Yeah, I will be available then. Perfect. I'll call you later. Yeah. All right then. Thank you. Cool. Bye. Let's come and remove it. 3 minutes, we'll get back to them again. Okay? Your side? Ja. Uh-huh. That's me. Isst du? Was? Yeah. Was isst du? Toast bread. Okay. Toast bread. Ich habe schon gegessen. Soll ich dir etwas sagen? Rosa ist mit dir verliebt. Doch. Nein. Doch. Frag ihn dann. Frag ihn. Weiß nicht mehr von. Doch. Das kannst du dich noch erinnern, als du mir gesagt hast, er erst jemand anderen sagt nein. Ja, aber mit dir auch. Schau mal. Ich sag's dir. Ich frag ihn. Bist du mit Ella bekannt? Oh Gott. Wieso? Hey. Und? Nope. I'll send in a picture. I don't call it. I didn't know how to start this way.
YouTuber. The YouTuber, that guy started any problem. Eh? All right, welcome back. Willkommen zurück. Thank you for making it a short pause, a short break. Well done to all of you. That was really good that you went and came back quickly. Brilliant. Super. Top marks. Schön, dass ihr wieder da seid und dass es gut ausgegangen ist. Danke, dass ihr wieder da seid. And so let's move forward now. So what is it that we said was missing? Actually, there's one last thing before we move into our last phase. So we actually said that there's lots of different phases and lots of different changes that happen in a human life cycle. Also And eine letzte Sache, in die wir noch eingehen möchten, bevor wir zur letzten Phase gehen. Wir haben ja gesagt, dass im menschlichen Lebenszyklus es ganz viele unterschiedliche Phasen gibt. so I want to show you some of those physical changes that take place. Wir würden euch ganz kurz zeigen wollen, einige der physischen Veränderungen, die passieren. And that can be seen in this picture here, Das kann in diesem Foto hier gesehen werden. where if you look at where I'm pointing, of course, that's a baby, Das ist ein Baby, maybe the size of the adult's knee, up to the knee, maybe. circa am Knie des Erwachsenen. And of course, the adult is much taller. Und der Erwachsene ist viel größer als das Baby. But something else to look at is the proportions of the body. So the size of the head, size of the body, and the size of the legs. Etwas, was noch betrachtet werden sollte, sind die Proportionen des Körpers. Die Länge, die Größe des Kopfes, die Länge der Arme und Beine. And when you look at this picture on the right-hand side, we have the adult body on this side and the baby body on the other side, and we're looking at the difference between them. So the question that is going out to all of you is, what differences do you see between the baby and the adult when you look at this picture? Also wenn ihr euch dieses Foto anschaut, da habt ihr den Erwachsenenkörper und den Babykörper. Man sieht Unterschiede. Die Frage an euch ist, was sind die Unterschiede, die ihr seht? Verglichen das Baby mit den Erwachsenen. Die Proportionen, wie verändern die sich zwischen Baby und Erwachsenen? Ja? Es hat einen größeren Kopf. Ja, Yes. super. Gibt es Very noch was, good, was du siehst? super, excellent. Kürzere Arme Mhm. Gibt's noch und was? ja. Na, Good, Okay, super. so, well done. Favor, willst du auch was sagen? Favor, willst du auch was sagen? Okay, doch I'll nicht. take it as a no. So very good. The head, when you look at the head of the baby, way bigger than the head of the adult. But it's not that the head is actually bigger, but the proportion in terms of its whole height, a lot of the height of the baby comes from the size of the head, whereas a lot of the size of the height from the adult comes from the body and the legs. Also, wie du schon gesagt hast, du hast 100%ig recht. Der Kopf, die Proportionen vom Kopf zum Körper ist ganz anders beim Baby als beim Erwachsenen. Vieles von der Größe des Babys entsteht durch den Kopf, durch den viel größeren Kopf, während beim Erwachsenen die Größe des Erwachsenen eher damit zusammenhängt, dass der Körper sich verlängert. Das heißt aber nicht, dass der Kopf des Erwachsenen kleiner wird. Es ist einfach so, dass der Körper größer wird. And in this picture, you see many phases together. Und in diesem Foto sieht man ganz viele Phasen zusammen. Einfach die Phasen, in denen eben der Körper an Proportionen sich verändert.
So you can see, for instance, the size of the baby's head here is 25%. That means 1/4. Also die Größe des Kopfes eines Babys sind 25% des Körpers. Das heißt, ein Viertel des Körpers ist der Kopf. Whereas in adulthood, it's 6%. Und beim Erwachsenen ist es aber nur 6% des Körpers. Also ein großer Unterschied zwischen Baby und Erwachsenen. Okay. So these are what we call body proportions between the legs, the body, and the head. And they're very different between babies to adults, and that change takes place. Ja, also das ist das, was wir als Körperproportionen bezeichnen, zwischen Körper und Kopf. Und verändert die Körperproportionen verändert sich vom Baby zum Erwachsenen sehr stark. So moving on to our next phase. After elderly, what happens after the elderly? What's the next phase after elderly? Was ist die nächste Phase nach dem Seniorenalter, Pensionsalter? Das haben wir schon mal besprochen. Ihr habt es schon mal gesagt. What comes after? Was kommt nach Seniorenphase? Könnt ihr euch erinnern? Ich nicht. Is there something else that happens? What happens after you're very old? Was passiert, nachdem man ganz, ganz alt ist? Man stirbt. Ja, Definitely. That's it. Well done. So after death, this is a very big question. So let's take a look at this question. So after death, we really don't know what happens. But what we can say is, physically speaking, the body is exactly the same. The body is still there. The head, the eyes, the feet, the legs, the lungs, the heart, all of the body is exactly the same from the moment of life till it transitions into death. There's not much difference. also Except it does life. Yeah, please. nach dem Tod, wissen wir von der Wissenschaft her nicht sehr viel. Aber etwas, was wir wissen, ist, dass der Körper, die Organe, die Zellen, alles bestehen bleibt direkt nach dem Tod, genauso wie als man gelebt hat. So, in what we're learning in this science class is physical science or natural sciences, which is called biology, chemistry, physics. These are all looking into how does this world work? Yeah. Also, was wir in dieser Klasse lernen, ist physische Wissenschaft, also natürlich Naturwissenschaften, also das Biologie, Chemie, Physik, die Art, wie die Welt funktioniert. Ja. And I'm going to ask the class, do you all know what type of lesson this is? Is this a biology lesson, a chemistry lesson, or physics lesson? What's the main focus in today's lesson? Die Frage an euch jetzt. Wisst ihr, was für eine Klasse, was für einen Unterricht wir jetzt gerade haben? Was für einen Workshop wir jetzt gerade machen? Ist es Biologie, Physik, Chemie? Habt ihr eine Ahnung? So we will tell you then if you don't have an answer, but biology warte mal. Adama, zeigt auf. Biologie. Excellent. Biologie. Biologie. Excellent. Super. Biology is the study of living things and life and how Earth moves and what's going on Earth. It's very much to do with living things and living processes. So that's what we're learning. Du hast 100% recht. Also Biologie ist die Lehre wie vom lebenden Dingen, wie sich die Erde bewegt, was auf der Erde passiert, also was mit lebenden Wesen passiert auf der Erde. So when we say death,
we mean that your physical body starts to disappear. So the moment that you die, the physical body is still there. All your hands, your face, your skin. But slowly, once you're put into the ground, if you're buried, then your body will start to decompose and disappear to become earth again, back to the earth. Also wenn man stirbt, nach der Biologie, nach dem biologischen Prinzip, wenn man stirbt, bleibt der Körper bestehen, wird aber in die Erde gesetzt, beginnt der Körper sich abzubauen, ja, zu decompose, ja, sich abzubauen, und der Körper wird wieder Teil der Erde. And the big question next is, if you think about when you're alive, you can animate and move your body. When you're dead, your body is still there, but you cannot move it or animate it. Ja, wenn ihr drüber nachdenkt, wenn ihr am Leben seid, könnt ihr euren Körper bewegen, Hände bewegen, gehen. Wenn wir aber sterben, können wir uns nicht mehr bewegen. And so the question, or one big question is that the end? Is that it? Right? Die große, It's a big question. Frage ist das jetzt das Ende? War's das, wenn man stirbt? War's das? Mit dem Leben ist alles vorbei? Nein. Nein? Okay, willst du es beschreiben? Warum? Warum denkst du nein? Weil wenn man stirbt, vielleicht ist man nicht ganz tot, sondern man kann auch wieder in die Erde kommen. Wieder zurück auf die Erde kommen. Mhm. Okay. Good, Und als that's was true. glaubst du, kann man zurück auf die Erde kommen? Ja, ich würde es ja sagen. Sag nochmal. So, Ich würde ja sagen. Okay. Adora, can I just ask you, when she says that you return back to the earth, does she mean that your body goes back to the earth, or does No, she mean means that you can return back. return to? Okay, right. Okay, Yeah. understood. Yeah. Lovely. Thank you for that input. Brilliant. Super, danke, Adama. So, Adama, can I ask you, is that answer, where did that answer come from? Is that from religion, or is it from science, or is it just what you thought in your head? Where does the idea come from? Deine Antwort, woher kommt die? Kommt sie von Religion, Wissenschaft, oder hast du dir das so gedacht? Gedacht. Okay. Okay, so because this is a science class, let's try and see if there's any science there. Okay, da das eine Wissenschaftsklasse ist, schauen wir mal, ob es vielleicht eine Wissenschaft dahinter stecken könnte. So, first thing to say is, in modern science today, we don't know what's going on. We don't have a clear answer. Okay, was wir zuallererst sagen müssen, ist, in der modernen Wissenschaft, so wie sie jetzt praktiziert wird, wissen wir nicht, was passieren wird nach dem Tod. Haben wir keine Vorstellung, was passieren könnte nach dem Tod. So if you look at this body here, if I was to die at this very second, all of me would still be here, just as I am. Wenn wir uns Jassons Körper anschauen, nicht weiter, sollte er jetzt sterben, wäre alles noch da. Er würde nicht verschwinden, er ist da, selbst im Tod. But I can't move it. Aber man kann den Körper nicht bewegen. I don't speak anymore. Man kann nicht mehr sprechen. And I'm not seeing or hearing anymore. Und man kann auch nicht mehr hören und sehen. So the question is it the end? Die Frage ist jetzt doch, ist das Ende? And in science, we really talk about physical things. So, physical things like your body. In der Wissenschaft reden wir von physischen Sachen, wie den Körper.
etwas, was man berühren, sehen, spüren kann. And so the question is, what change occurs seems to be much less physical or not physical? Die Frage ist jetzt, welche Veränderungen, die auftreten, sind weniger sichtbar, weniger physisch, körperlich. And in science, we're coming to an idea to talk about something called consciousness. In der Wissenschaft kommen wir jetzt zu dieser Idee, dass wir über etwas sprechen, das Bewusstsein genannt wird. Bewusstsein. And this is modern science. But if you look at ancient science, we actually have some thoughts. So we can return back to Africa and look at some what we call hermetic axioms, for example. In ancient times, they talked about things that we've only learned recently in modern science over the last 100 or so years. Wenn wir uns, das ist jetzt die Wissenschaft, wie wir sie jetzt kennen, aber wenn wir uns die antike Wissenschaft auch in Afrika anschauen, wie zum Beispiel die Heretic Axioms, hereditäre Hermetic. Hermetische Gesetze, Prinzipien, dann sieht man auch, dass andere Sachen bereits bestanden haben, Sachen, die wir erst jetzt neu lernen. So some of the things that they said is everything vibrates. Zum Beispiel sagt eines der hermetischen Gesetze, sagt es, alles vibriert, jeder Körper vibriert. And modern science has now known that this is true. Und in der modernen Wissenschaft lernt man jetzt, dass das wirklich wahr ist, dass wirklich alles vibriert, alles in Schwingung ist. The idea of cause and effect. That's like a scientist called Isaac Newton had his third law, Newton's third law, is anything that happens, there's an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction, which is actually expressing cause and effect. Also das ist auch schon antikes Wissen. Cause and Effect, Aktion und Reaktion. Newton hat es für sich und die neue Wissenschaft neu entdeckt. Also das hatten wir schon in vorherigen Workshops, Aktion und Reaktion. Alles, was eine Aktion macht, hat auch eine Reaktion. And lastly, the idea, for instance, of polarity. So you might have a plus and a minus, two opposite sides. Heads and a tails on a coin are two opposite sides. The north and the south of a magnet pole, two opposite sides, polarity. Ein weiteres ist die Polarität, das heißt zwei unterschiedliche gegenseitige Seiten, das heißt es gibt ein Plus und ein Minus, es gibt Nordpol, Südpol, es gibt Ja, Nein, es gibt immer eine Dualität, ein anderes ein Gegenspieler für das andere. And the amazing thing about this was talked about thousands of years ago. Und das wurde schon vor Tausenden von Jahren von Personen, war das den Personen bewusst, etwas, was wir erst jetzt in den letzten 100 Jahren neu lernen. So it's very difficult for us to say something about it in physical science because it's really so less physical, but it seems like we're even today starting to get a few ideas about this idea of consciousness or something that's so non-physical but life animated or intelligent. These possibilities that exist. Also das sind jetzt alles sehr abstrakte Begriffe, ja. Können wir in der physischen Wissenschaft nicht wirklich greifen. Aber wir lernen jetzt, dass diese Dinge wirklich bestehen. Also ein Bewusstsein, dass ein Bewusstsein bestehen muss, dass Körper
in Vibration sind, in Schwingung sind. Also all diese Sachen, die wir jetzt neu lernen, hat schon früher, lange, war den Leuten schon früher sehr, sehr bewusst und sind aber Sachen, die wir nicht wirklich greifen können. And so maybe we can ask and look at what some of these ancients talked about when we think about things related to what makes the physical have life. And they mention things like spirit or breath or chi or prana or sheken. These are words used in different places. We say spirit in the Western world, and we say chi in Asia, for example, prana in India, and shechem in Africa or Egypt in particular. Also eins der Begriffe, die wirklich schon Jahrhunderte bestehen, ja, Jahrtausende bestehen, sind eben der Geist, Spirit, der Geist heißt bei uns der Geist, Prana in Indien, Shechem in Ägypten, Atem in unterschiedlichen Chi in asiatischen Bereichen und auch in Afrika an und für sich und Breath, ja, Atem. So this is just to say that there's maybe something that we can learn from the ancients. So they seem to have actually some good ideas about science that we learned, and they also have some ideas about what happens after your physical body dies. They also have some ideas about this. Wenn wir das so betrachten, dass es vor Jahrtausenden schon diese Gedanken gab, die wir erst jetzt für uns neu entdecken, können wir vielleicht auch auf Schlüsse ziehen zum Tod, was Sie früher gesehen haben im Tod, was passiert mit einem Menschen, der stirbt. Vielleicht können wir über vergangene Schlüsse auf unsere Ideen, Gedanken kommen, was den Tod angeht. So honestly, I think we've gone over our time, and we definitely have had a full lesson. However, we would like to hear from you. We would like you just to tell us any thoughts that come to mind, and you're welcome to, before you leave, actually say goodbye and say anything that you think or ask anything you want to ask. Also wir sind jetzt schon ein bisschen über Zeit, aber abschließend würden wir ganz kurz mit euch noch nachfragen bei euch, was denkt ihr nach diesem Workshop? Ihr könnt euch, bitte verabschiedet euch und sagt uns ganz kurz, was habt ihr gelernt oder was denkt ihr zu diesem Workshop? Or even ask a question. Oder ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Wir haben gelernt, wie das Baby in den Bauch entwickelt ist. Mhm. Und ja, und wir haben So. Das war. Machen wir das nächste Woche? Nochmal ein Workshop? Nee, erst im nächsten Monat Ja. wieder. Okay. Next month again. That's a good question. I like that one. Yeah. So is there anything that you can say that thank you? Thank is you there so anything much. that you can That you can put there and leave it. Das könnt ihr hin tun und lassen. So if you have anything, thank you, Dorothy. What you just said was excellent, and I'm happy that you got that, right? Very good. It's super to hear what you said, and you also gave some good answers in the class earlier. So well done. All right? It's really good to know that you're thinking and learning and seeing what you're getting, and you had some really good things to say. So top marks. Danke, Dorothy, für deinen Kommentar und
du hast wirklich mitgearbeitet und dafür sind wir dir sehr dankbar. Wir bedanken uns bei euch allen für eure Mitarbeit, ja, und für die ganzen Herzchen. Dankeschön. Ich hoffe, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen und was lernen. Mir war echt wichtig, dass ihr was über die Periode lernt, weil das einfach ihr seid. Ihr entwickelt euch, ihr werdet euch in junge Frauen entwickeln und ihr werdet damit auf jeden Fall meistens die Erfahrung machen, ja. Und es ist halt wichtig, dass ihr keine Angst davor habt. Ihr werdet alle in die Pubertät kommen, keine Angst davor haben, in die Pubertät zu kommen. Es ist eine Phase in eurem Leben, in der es ganz viele Veränderungen gibt und die Veränderungen sind wichtig und gut. Genau, gut. Super. Well done. Thank you. Thank you. Thank you for all the comments. And oh, wow. I think I've got to take, hold on. I'm taking a picture of that I screen. love that. That looks so lovely. Thank you all. We're going to take a picture of that just now. I made a screenshot of it. I can't, I don't know. I've already made a screenshot. Oh, you did? Of it. Thank Yeah. you. Thank you. Thank you. Thank you. So can we just end this by all of us giving each other a round of applause, because all of us made this together and we all did it well. So let's give each other a round of applause. That includes for yourself. Well done. Well done. And just let us hear you say goodbye. If you have anything else you want to say, you also can, but otherwise let's all say a nice ciao ciao, goodbye, Cheers. goodbye. Cheers. And oh, before you go, sorry, I got one last thing to say. I totally forgot. We also have Hilfe classes that we give. Genau, bevor wir gehen, wir haben auch Unterrichtsklassen, die wir anbieten für euch. Jason, wenn ihr in Science, Wissenschaft, also Physik, Chemie, Biologie, in diese Richtung, in diesen Mathematik, falls ihr Probleme habt, bitte meldet euch bei uns. Der Jason gibt euch gern Unterricht. Ja? All right. So, ciao, ciao, and until next time. We hope to see you there next time. Tschüss. Cheers. Bye. Bye. Ciao. Ciao.